Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sven Dannmann und gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Strohbach befinden wir uns auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Um uns herum wird gerade noch fleißig aufgebaut. Bevor es hier morgen offiziell losgeht, nehmen wir Sie jetzt mit auf einen Rundgang über den Mercedes-Benz Messestand und zeigen Ihnen exklusiv vorab unsere Neuheiten. Dabei geht es erstmal mit Peter zu unseren aktuellen Fahrzeugen, wie sie hier und heute verfügbar sind. Danach nehme ich Sie sozusagen mit in die Zukunft. Danke Sven. Camping ist in. Der Urlaub mit dem Reisemobil ist so beliebt wie nie. Bei Luxusurlaubern, Cityhoppern, Outdoor-Enthusiasten, bei Familien, Paaren und Singles. Mercedes-Benz Vans engagiert sich entsprechend vielseitig im Reisemobilsegment. Mit dem eigenen Reisemobil, dem Marco Polo und auch über das Aufbauherstellergeschäft. Unsere Marco Polo Baureihe haben wir in ihrer aktuellen Generation seit 2015 auf dem Markt. Und das erfolgreich. Inzwischen umfasst die Marco Polo Familie 3 Modelle und ist nicht nur in Europa, sondern auch in Japan und Australien erhältlich. Hier auf unserem Stand haben wir das Reisemobil Marco Polo ausgestellt. Es hat alles, was ein Reisebegleiter braucht. Zum Beispiel, und schauen wir mal herein, einen drehbaren Fahrer- und Beifahrersitz, eine vollwertige Küchenzeile, eine Sitzbank, die sich auch zur Liege umklappen lässt und ein Aufstelldach. Des Weiteren bietet es ein modernes Design und Komfort, ein echter Mercedes. Aber wie gerade gesagt, wir sind neben der Marco Polo Baureihe auch im Aufbauherstellergeschäft aktiv und bieten eine breite Palette an Basisfahrzeugen an. Darunter unser Pickup, die X-Klasse. Sie ist seit Ende letzten Jahres im Handel. Reisemobile auf Pickup-Basis sind aktuell eine Nische, in der sich aber viel erleben lässt. Und zwar Abenteuer pur, abseits befestigter Straßen. Die X-Klasse ist nicht nur langstreckentauglich, sondern auch geländegängig mit Heckantrieb oder eben natürlich mit Allradantrieb. Dazu kommt eine Warttiefe von bis zu 600 mm und eine Bodenfreiheit von bis zu 222 mm. Das sind nur einige Qualitäten, die unsere X-Klasse abseits befestigter Straßen bietet. Um die X-Klasse fürs Wohnen in der freien Natur zu wappnen, bieten Aufbauhersteller vielfältige Lösungen fürs Übernachten an. Es gibt beispielsweise Absetzkabinen oder auch Dachzelte. Hier ein Dachzelt der Firma Movera. Auch fürs Kochen gibt es unterschiedliche Lösungen. Hier ist zum Beispiel eine Küchenzeile von Vanessa eingebaut. Sie lässt sich einfach ausziehen, hat eine Spüle, eine Kühlbox und natürlich eine Kochgelegenheit. Des Weiteren hat sie Platz für Geschirr und Lebensmittel. Der zweite Auszug steht zur freien Verfügung. Abseits der Nische stellen wir aber natürlich auch unser Zugpferd aus, den neuen Sprinter. Im Februar diesen Jahres haben wir die neue Generation vorgestellt. Den neuen Sprinter haben wir so konsequent wie nie zuvor auf die Bedürfnisse des Reisemobilsegments ausgelegt. Ein Highlight hier ausgestellt ist der neue Triebkopf. Der neue Triebkopf hat alle lebenswichtigen Dinge, die man zum Fahren braucht, vor der B-Säule untergebracht. Damit ermöglichen wir Aufbauherstellern, wie hier zum Beispiel Hymer, ganz neue Möglichkeit zur Gestaltung des Reisemobilaufbaus und Ausbaus. Eine neue Dimension an Freiheit und Vielfalt sozusagen. Die neue B-Klasse Modern Comfort von Hymer ist das erste Reisemobil, das auf unserem Triebkopf basiert. Hier zu sehen als teilintegrierte Variante. Die Kombination aus Triebkopf und Hymer SLC-Chassis ergibt einen besonders leichten und stabilen Aufbau. Lassen Sie uns aber auch kurz einen Blick in den Innenraum werfen. Auch hier warten Innovationen. Der neue Sprinter
verfügt über durchdachte Features, die speziell für das Reisemobilsegment sich eignen. Zum Beispiel die elektrische Parkbremse. Damit entfällt der Handbremshebel und ermöglicht dadurch einen leichten Durchstieg von vorne nach hinten. Auch ist der Boden eben. Aber auch in puncto Sicherheit können Reisemobile auf Sprinterbasis mit dem Pkw-Standard mithalten. Der BMCT hier verfügt unter anderem über den aktiven Bremsassistenten und den aktiven Abstandsassistenten Distronic. Hymer ist aber nicht der einzige Hersteller, der die Vorteile unseres neuen Sprinters erkannt hat. Wir zeigen hier auf dem Stand auch den Regent S von Lastrada auf Kastenwagenbasis mit Hinterradantrieb. Und dieser zeigt, der neue Sprinter bringt nicht nur Pkw-Feeling auf die Straße, sondern auch ins Cockpit. Wie Sie sehen können, und lassen Sie uns einsteigen, haben wir hier das marketypische Mercedes-Design auch im Cockpit umgesetzt. Und nicht nur das, Aufbauhersteller können auch auf unsere neueste Generation an Infotainment-Features zurückgreifen, die lange Fahrten in den Urlaub sehr viel angenehmer machen. Nach der A-Klasse ist der Sprinter der zweite Mercedes mit unserem Multimedia-System MBUX, der Mercedes-Benz User Experience. Das war ein kleiner Rundgang. Lieber Sven, was bringt uns die Reisemobil-Zukunft? Vielen Dank, Peter. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir, denn der Einblick in unseren Mercedes-Benz-Stand ist noch nicht vorüber. Wir möchten unsere Position im Reisemobilsegment gezielt weiter ausbauen und uns dabei noch stärker als bisher als Innovationstreiber positionieren. Daher beschäftigen wir uns schon heute mit der Zukunft von morgen und machen sie auf unserem Messestand für Sie erlebbar. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit spielen zukünftig eine immer größere Rolle, auch für das Reisemobilsegment. Dass ein emissionsfreier Betrieb für Camper in Zukunft möglich sein kann, zeigen wir mit unserem Konzeptfahrzeug, dem Concept Sprinter F-Cell. Emissionsfrei und nahezu geräuschlos lassen sich mit diesem Fahrzeug dank Brennstoffzellenantrieb große Entfernungen von bis zu 500 Kilometern zurücklegen. Neben Wasserstoff kann aber auch Strom getankt werden. Das erhöht die Reichweite nochmals um bis zu 30 Kilometern. Hier sehen Sie 3 Wasserstofftanks im Unterboden. Diese können insgesamt 4,5 Kilogramm Wasserstoff speichern. Ist für einen besonderen Einsatzzweck eine größere Reichweite notwendig, so lässt sich auch ein weiterer Tank, wie hier zu sehen, im Heck unterbringen. Außerdem auf der linken Seite zu sehen die Batterie. Ein weiteres Plus, die Brennstoffzelle kann als autarke, leistungsstarke Energiequelle für den Wohnbereich genutzt werden. Beispielsweise für die Inbetriebnahme der Heizung, der Klimaanlage oder aber auch des Kühlschranks. Das bietet natürlich besonders beim Campen in der freien Natur extrem große Vorteile, da Sie keine externe Stromquelle benötigen. Aber wir denken nicht nur über zukünftige Antriebsmodelle nach, wir haben auch weitere Trends im Blick. Darunter ein Trend, der das Campen noch komfortabler machen wird. Dieser Trend lautet Smart Home, also ein voll vernetztes Zuhause. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie können die Funktionen Ihres Wohnmobils zentral überprüfen und steuern. Ganz einfach und bequem. Sie müssen nicht im Wohnbereich hin und her laufen. Um diesem Bedarf zu begegnen, haben wir die Mercedes-Benz Advanced Control, kurz MBAC, entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Schnittstellenmodul, das die Trennung zwischen Basisfahrzeug und Wohnbereich aufhebt. Es vernetzt somit die Komponenten vor und hinter der B-Säule und ermöglicht die Bedienung über einen zentralen Ort, zum Beispiel über ein Display im Fahrzeug oder eine Smartphone-App. Um diese Technologie zu zeigen, haben wir ein weiteres Konzeptfahrzeug mitgebracht, den Concept Marco Polo. Hier können Sie auf der App als Beispiel die Temperatur im Fahrzeug regulieren. Sie können auch die Frischwassertanks überprüfen, den Frischwassertank, den Grauwassertank. Oder es lässt sich ebenfalls das Aufstelldach ein- oder ausfahren.
Aber das ist noch lange nicht alles. Passen Sie auf. Hey Mercedes, ich möchte schlafen. Okay. Sie sehen, unser Konzeptfahrzeug verfügt auch über eine intelligente Sprachsteuerung. Ebenfalls innovativ in unserem Konzeptfahrzeug: der Strom kommt umweltfreundlich von einem Solarmodul. Das Solarmodul bringt 400 Watt Leistung. Hiermit kann problemlos als Beispiel ein E-Bike geladen werden. Wie gesagt, die Grundlage für das Konzeptfahrzeug ist das von Mercedes-Benz Vans neu entwickelte Schnittstellenmodul MBAC. Aber das Beste: die Zukunft ist in diesem Fall nicht so fern. In 2019 wird das Schnittstellenmodul MBAC bereits im neuen Sprinter verfügbar sein. Damit können Aufbauhersteller, die auf unserem Sprinter aufsetzen, bald ihre reisemobilspezifischen Komponenten intelligent vernetzen und ihren Kunden so ein Smart Home auf Rädern bieten. Unser Sprinter Connected Home verdeutlicht, was hier in 2019 durch Reisemobilhersteller alles umgesetzt werden könnte. Über unser Infotainment-System MBUX oder ein separates Display im Wohnbereich oder aber eine Smartphone-App lässt sich ganz komfortabel, ähnlich zum Konzept Marco Polo, der Status der reisemobilspezifischen Komponenten kontrollieren und steuern. Schauen wir uns das mal genauer an. Sehr komfortabel kann ich über den Homescreen von MBUX durch Wischen nach oben in das Steuerungsmodul des Wohnbereiches kommen. Hier auf der Oberfläche sehe ich sehr einfach dargestellt und komfortabel, welche Komponenten kann ich kontrollieren bzw. steuern. Ich könnte mir hier den Füllstand des Grauwassertanks anschauen oder aber auch, wenn notwendig, das Ablassventil im Grauwasser öffnen. Eine weitere Möglichkeit: ich kann je nach Stimmung mir das Licht im Wohnbereich ändern. Wie zum Beispiel jetzt von Blau ändere ich die Farbe auf Grün. Irgendwann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo ich einfach alle Lichter löschen muss. Geht auch sehr komfortabel. Hier über die Bedienanhalt gehen alle Lichter im Reisemobil aus. Sie sehen, Mercedes-Benz Vans hat die Zukunft des Reisemobilsegments fest im Blick und wird die Zukunft aktiv mitgestalten. Daher laden wir Sie sehr herzlich ein, sich morgen selbst ein Bild von unserem Stand zu machen. Wir freuen uns sehr, Sie morgen ab 10 Uhr bei uns begrüßen zu dürfen und Ihnen weitere Details zu zeigen. Besuchen Sie uns hier in Halle 16 in Düsseldorf auf dem Mercedes-Benz Messestand. Vielen Dank. Vielen Dank.